Herzlich willkommen hier an der wunderschönen Alm in Österreich. Wir sind zu Gast bei Christoph Menz von Patagonia und Pro Guides und wir sind mega excited, euch die neuen Warthosen von Patagonia vorzustellen. Und in diesem Video geht es um die Traverse. Ja. Christoph, eine Hose, ich habe mich mega drauf gefreut, mega interessantes neues Produkt von euch. Und erstmal vorweg, was ist denn das Besondere überhaupt an eurer neuen Warthosen-Kollektion? Ja, wir haben eine neue Kollektion herausgebracht, nicht weil die alten schlecht waren, ganz im Gegenteil. Wir haben das als Basis genommen, um noch eine bessere Hose zu bauen. Und vor allem wollten wir als letztes Teil unserer Kollektion die Warthosen auch PFC-frei machen. Die PFC-Chemikalien, da sind wir ja schon seit vielen Jahren dran, wirklich das zu reduzieren. Und die letzte Produktreihe, wenn man so will, waren die Warthosen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir das jetzt mit 2025 das letzte Teil auch PFC-frei haben. Und bei der Gelegenheit haben wir natürlich gleich noch uns ein bisschen die Details angeschaut und die auch noch verbessert. Ganz genau, also die Swift Current, die neue Swift Current, die nächste Generation kann man eigentlich fast sagen, ist, was die Materialien angeht, komplett neu. Und wir haben eben auch dieses neue Modell, die Traverse mit Zip. Gibt es nur mit Zip, finde ich persönlich cool. Ich würde sagen, wir checken die Hose mal aus, denn es kommt ja am Ende beim Fischen viel auf die Funktionalität, auf die Kleinigkeiten an, die man zu schätzen lernt mit der Zeit. Und ich würde sagen, wir gehen die Warthose einfach mal von unten nach oben durch, zeigen euch, was die Hose alles kann und mitbringt. Und ja, lasst uns mal unten anfangen. Ja, wir sehen, unten hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir haben ja Füßling, das Fitting dort war eigentlich immer gut. Wir haben natürlich das Ripstop auf den Gravel Guards beibehalten. Wir haben hinten das kleine Netz drinnen, dass das Wasser abrinnen kann, dass wir hier nicht den Ballon bekommen. Ja. Wir haben auch ein bisschen am Schnitt gearbeitet. Vor allem in den größeren Größen haben wir bei der Wade etwas mehr Freiheit. Also sprich auch beim Übergang vom Neopren auf das Atmungsaktive. Sollte jetzt auch für alle Größen perfekt passen, dass jeder gemütlich in diese Warthose auch reinkommt und sich komfortabel dort fühlt. Genau. Also das ist ein wichtiger Punkt, wo ihr auch Feedback aus der Community von den Fliegenfischerinnen und Fliegenfischern eingeholt habt beim Schnitt, gerade was die größeren Größen angeht. Und dann hast du schon gesagt, das Bewährte habt ihr übernommen, das Material ist neu und das Material ist im unteren und oberen Teil auch identisch. Genau. Es handelt sich ja bei der Traverse eigentlich um die leichtere Warthose. Für jeden, der sagt, mir ist es lieber ein bisschen dünner, ein bisschen leichter, der ist jetzt mit der Traverse, bekommt er ein Top-Produkt und das erste Mal in dieser Kategorie, in dieser Preisklasse, in dieser Stärke mit Zip. Weil, wie wir wissen, mit Zip ist es halt doch etwas angenehmer und einfacher, in die Warthose reinzukommen, aber auch für kleine Bedürfnisse macht es einfach auch Sinn. Absolut. Wenn man das sich einmal dran gewöhnt hat, dann ist das einfach ein riesen Vorteil, auf den ich persönlich nicht verzichten müsste. Okay. Gut, dann schauen wir uns den oberen Teil mal an. Vielleicht noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist und auch ein Unterschied zur Swift Current Expedition. Hier habt ihr keine Kneepads, also keine gepolsterten extra Kneepads, die man ja bei den anderen Hosen rausnehmen kann. Das hast du jetzt hier. Das ist ein Feature, das wir halt nur bei eben der Expedition Zip als unser Premium-Produkt anbieten. Genau. Und diese leichte Hose braucht es eigentlich? Ja, wurde auch natürlich so konzipiert. Das ist ja nicht nur das Gewicht, sondern das ist ja mehr die minimalistische Hose für die, die sagen, so viele Features brauche ich gar nicht. Aber wir werden sehen, sie hat doch noch einiges zu bieten. Absolut. Ich habe schon ein paar Sachen entdeckt, die ich mega spannend finde. Aber fangen wir mal mit den offensichtlichsten Sachen an. Vorne, wir sehen 2 aufgesetzte Taschen mit Reißverschluss. Wir haben hier ein dehnbares Mesh. Also ist nicht wasserdicht, ganz wichtig, aber ist ein nützlicher Stauraum, wo man halt das eine oder andere Tippet, Spulen, Fliegendose, was auch immer außen verstauen kann. Was wir auch sehen, im Gegensatz zur Expedition Zip, haben wir keine Handwarmers. Auf das wurde verzichtet. Auch hier den ganzen Oberteil der Warthose schlank und leicht zu halten. Und ich glaube, auch vom Design her sehr gut gelungen. Genau, also wenn man auf die Handwarmer Pockets verzichten kann, wenn man mit den beiden Taschen hier genug hat, dann ist das eine tolle Option. Ist auf jeden Fall genug Platz für eine mittelgroße Fliegendose, wie du gesagt hast, für viele andere Kleinteile auch noch. Ja, der Zip, ist der gleiche wie beim Premium-Modell, also da keinerlei Unterschiede, was die Qualität und so weiter betrifft. Auch hier mit Ripstop, einfach nur um eben den T-Griff hier zu schützen, dass da nirgends hängen bleibt, dass der Reißverschluss nicht kaputt geht. Wir haben auch hier das Ripstop, um eben so Pliers, Lösezangen anzuhauen.
Und was wir jetzt sehen, wenn man ein bisschen weiter raufschaut, sehen wir hier zusätzliche Loops, Ja. die wir früher nicht hatten. Mega kleines, unauffälliges Detail Unauffälliges zunächst, Detail. aber das ist Aber für die Praxis mega interessant. Wer auch unsere Stealth-Serie verwendet, mit den bewährten Aufhängern, kann jetzt die nicht nur um den Träger herumfahren, sondern hat hier eine Genau. Befestigungsmöglichkeit. Das heißt, auch wenn ich die Hose dann nach unten rolle, weil ich sie nicht so hoch brauche und es vielleicht warm ist, bleibt diese wirklich in Position hier auf der Brust stehen und ich habe mein Chestbag so, wie ich es gern hätte. Genau, also wer aufmerksamer Follower bei uns in den Videos ist, dem ist aufgefallen, wir tragen die Warthose gerne auch mal ein bisschen tiefer. Gerade wenn es warm ist, muss man sie nicht bis oben haben oder wenn es halt nicht nötig ist, tief einzuwarten. Und da ist natürlich euer Trägersystem so genial. Man klappt das ja einfach hier hoch, lässt Genau. dann die Hose eben ein bisschen tiefer. Und früher ist immer die Raider Workstation, wie sie früher hieß, mit runtergewandert. Runtergegangen, Und ja. jetzt bleibt sie halt oben. Jetzt Das bleibt finde sie ich da. wirklich genial. Ne? Man hat die Tasche immer schön vor der Brust, da wo sie hingehört. Was natürlich nicht ausschließt, man kann sie auch immer noch, wenn man sie unten Natürlich. hat, um die Träger machen. Absolut. Aber Jetzt ein kannst du wählen. zusätzliches Feature, genau. Ja, bleiben wir mal bei den Kleinigkeiten, bei den Features. Du hattest gerade schon das Trägersystem angesprochen. Trägersystem gleich, wir haben auch hier das Ripstop. Die Träger wurden etwas überarbeitet, auch bei der Expedition. Genau. Wir haben gesehen, dass sie etwas runtergerutscht sind, oft wenn es zu locker ist. Das sollte jetzt besser sein. Und auch hier haben wir einen zusätzlichen Loop angebracht, um eben zum Beispiel ein Kescher-Magnet Genau. oder etwas anzubringen. Also das sind die Kleinigkeiten. Wir haben es gehört, wir haben es umgesetzt. Super. Und wir Genau. hoffen, dass auch jeder jetzt alle diese Features hat. Ja. Und wenn wir ins Innenleben schauen, werden wir natürlich noch einige mehr sehen. Genau. Vielleicht noch ein letzter Punkt zu den Straps. Die sind sehr stabil, aber haben einen leichten Genau, sind auch elastisch, Stretch-Effekt, ja. genau, dass sie auch nochmal wirklich einen hohen Tragekomfort haben. Und hier vielleicht noch ein Unterschied wieder zu dem Premium-Modell. Das ist an der Stelle nochmal gepolstert. Genau. Das habt ihr jetzt hier nicht, aber es ist wirklich breit genug, schön angenehm. Und durch den Auch Stretch hier trägt wieder es sich der wirklich wunderbar. minimalistische Ansatz. Genau. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, muss man eigentlich mal in die Warthose reingucken. Wir Ja. machen einfach mal Am den besten Zip machen wir auf. So. Und dann geht es nämlich weiter. Und jetzt finde ich, geht es auch wieder um Funktionalität am Wasser, Kleinigkeiten, die das Leben schöner machen beim Fischen. Zum Beispiel hier Eine drin. Tasche mit Zip. Genau, Wir ganz hatten ja wichtig. schon immer diese, auch bei der letzten Serie, diese Taschen, wo man was reingeben kann. Aber natürlich, die sind offen gewesen, die waren nicht zum Zumachen. Jetzt für Autoschlüssel, für Sachen, die wirklich nicht verloren gehen sollen. Ein Ja. Zip auch noch. Also die sind jetzt wirklich verstaut. Mir gefällt auch gut der farbliche Akzent. Und wir sehen hier auch wieder einen kleinen Loop. Und da gibt es jetzt bei der Swift Current ein externes wasserdichtes Bag für Smartphone, für Sachen, die nicht nass werden sollen. Und wir haben uns gedacht, beim Premium-Produkt packen wir das mit rein. Wer eine Traverse haben will und nicht auf dieses Feature verzichten will, kann dann noch separat diese Tasche kaufen oder auch mehrere, wenn er sie für andere unserer Produkte braucht. Also auch das ist neu. Wir bieten das als eigenes Produkt an, kann nachbestellt werden und rundet das Ganze natürlich super ab. Genau, also Pimp Your Waders. Wenn ihr Bock habt auf eine wasserdichte Innentasche noch, die ist bei der Expedition schon dabei. Hier könnt ihr sie nachträglich eben noch ergänzen und habt dann die gleichen Befestigungsmöglichkeiten. Ja, Zip, mega wichtig. Ich liebe die Tasche. Ich packe da immer alles rein. Und unser Kollege Paulo wird sich auch freuen, denn der hat nämlich genau deswegen schon mal sein Smartphone versenkt, Ja, schön. weil er an der Stelle keinen Zip hatte. Also auch der Paulo wird sich hier sehr, sehr freuen. Wir sehen es hier auf der anderen Seite, haben wir das altbewährte System, aber auch nochmal mit Loop. Also man kann es doch links oder rechts. Das ist jetzt die Tasche, wo lose ich nur schnell vielleicht der Fliegendose irgendwas schnell reingeben muss. Also wir haben beides mit Zip und ohne. Genau. Und das nächste Feature, genau, ist die Kordel. Wir haben auf beiden Seiten diesen Kordelzug. Das heißt, wenn die Hose hier oben etwas weiter sein muss, aber vor allem, wenn ich sie natürlich nach unten rolle, steht die oft so weg. Das ist vielleicht hinderlich beim Fischen, beim Werfen. Mit diesen Kordelzügen kann ich genau diesen Durchmesser erreichen, den ich möchte. Ob ich sie eher lieber eng anliegend trage oder ob sie etwas weiter sein soll, das bleibt dann jedem selbst überlassen, wie Genau. er sich das einstellt. Also ich bin auch Riesenfan davon persönlich, gerade auch wenn es ums Thema Layering geht. Ne? Manchmal bist du ein bisschen dicker angezogen, Genau. mal hast du nur ein T-Shirt an und dann kannst du mit sowas hier das Ganze natürlich an deine Körperform, an dein Layering anpassen. Hast es immer genauso, wie du es haben willst. Finde ich cool, dass ihr das in der Hose auch habt. Ja, Kleinigkeiten noch ne, zum Aufhängen, auch das. Und hier eine ganz interessante Kleinigkeit. Wir Ja. haben jetzt alle unsere
Warthosen auch mit einem kleinen QR-Code versehen. Und da findet ihr zum Beispiel Anleitungen, wie ihr die Warthose selber mit unserem Vader Repair Kit reparieren könnt, wenn es mal schnell gehen muss. Das Ganze ist auf UV basiert, das heißt, das kann man überall am Wasser, neben dem Wasser, ist schnell repariert. Gerade wenn man fischen ist, schnell repariert, wieder rein, weiter fischen. Genau. Und da gibt es jetzt so Anleitungen, einfach mit eurem Handy einfach mal scannen, anschauen und das nächste Mal sich selber helfen. Genau, also für ein kleines Pinhole muss man nicht die Warthose einschicken. Da sind wir selbst der Mann oder selbst die Frau und machen das selber. Genau. Und hier bekommt ihr eben nochmal coole Infos, wie das geht, wie einfach das eigentlich ist. Und da Genau, wie bekommt man es ihr am Hilfe. besten macht, dass es auch langfristig hält. Ja, super. Also wirklich, ich muss sagen, eine Hose, gerade auch in dem Preissegment, mega interessant. So viele Features für eine Hose zu dem Preis ist schwer zu finden auf dem Markt. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo wir so viele interessante Funktionalitäten finden. Also mega cooles Produkt und ja, bin gespannt, jetzt mit dir zu fischen. Ja, wir werden es jetzt in der Praxis ausprobieren. Ganz genau, so machen wir das. Tight Lines, euch und viel Spaß. Ja? Bis zum nächsten Mal.